Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und nochmal ganz kurz auf das Video von gestern. Das war nun ja nicht das allerpositivste Video, was ich jemals gedreht hatte. Aber ja, die Problematik ist auf jeden Fall da. Und ich wollte euch dahingehend auch nochmal ein bisschen was zeigen, dass eventuell doch ein paar Verbesserungen kommen könnten. Ja, denn Diable hatte gestern in den Kommentaren geschrieben gehabt, dass sich der Cotti, der Community Manager, da schon irgendwie mal im Forum gemeldet hatte. Ja, der hatte hier einen Beitrag. Es ging hier irgendwie um die epischen Waffen und epische Gegenstände und normale Gegenstände oder Waffen irgendwie in Bezug auf den Arena Manager. Ich habe mich da jetzt nicht ganz so genau durchgelesen. Auf jeden Fall hatte ich dann gleich ja, diesen Text hier von Cotti auf und der schreibt hier, wenn mich nicht alles täuscht, ist da für die Epics noch was in der Mache. Ja, also könnte es sein, dass ja, ein bisschen was noch an den Gegenständen oder eventuell an den Runen oder sowas, man weiß es nicht, noch rumgeschraubt wird. Ja, also so ganz vom Tisch ist das Thema wohl noch nicht. Da könnte eventuell, wenn alles gut läuft, noch irgendwie was Positives auf uns zukommen. So vielleicht das, was wir uns wünschen, ja. Und im gleichen Atemzug wollte ich euch auch noch zeigen, ich hatte ja mal das Video gemacht, da werdet ihr euch sicher noch dran erinnern, wo ihr euch ja, eure Wünsche und Verbesserungsvorschläge äußern konntet. Und die besten oder die beliebtesten 10 Kommentare, die habe ich halt im Video zusammengefasst und das an Shakes and Fidget gesendet, an deren Twitter-Account. Und ja, ich habe da auch, dass ihr da auch Bescheid wisst, ich habe da eine Antwort bekommen. Also das ist auch, ja, wurde zumindest wahrgenommen, ja, vom Account von Shakes and Fidget, ja, und hatten hier geschrieben, danke für das Video, sehen wir uns an, ja. Und ich hatte dann hier noch einen kleinen Text dazu geschrieben gehabt, so habe kurz erklärt gehabt, worum es da geht, könnt ihr euch durchlesen, könnt ihr kurz Stopp drücken, aber könnt es auch sein lassen. Ja, dass das auch nicht ganz aus der Welt ist, also eventuell, es könnte halt sein, vielleicht werden wir gehört, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, man weiß es nicht, ja, aber auf jeden Fall wollte ich da euch auch informieren, dass das Ganze, die ganze Aktion, die wir da gemacht hatten, nicht komplett untergegangen ist, sondern zumindest gab es eine Reaktion darauf, ja, und wie gesagt, wenn man das so im Forum liest, dann könnte man davon ausgehen, dass uns eventuell Updates bevorstehen, vielleicht sogar schon im baldigen Geburtstagsupdate, was ja auch schon sehr bald ist, ja, dass da Sachen auf uns zukommen, die uns gefallen könnten. Ich habe keine Ahnung, ich würde mir natürlich wünschen, das, was sich auch wahrscheinlich die meisten von euch wünschen, dass halt so Runen und sowas halt von Gegenständen irgendwie entfernt werden, so, und man die Runen irgendwie manuell auf die Items rauf kriegen kann. Das wäre natürlich eine Sache, die uns allen super gefallen würde. So, dass man dafür extra nochmal was zahlt, denn denke ich mal, lässt sich nicht vermeiden. Also ich denke mal, dass da irgendwie ein System erschaffen wird, wo man dann halt gegen bestimmte Ressourcen, seines Pilze oder vielleicht auch anderweitige Ressourcen, keine Ahnung, ja, solche Verzauberungen auf die Items raufklatschen kann. So. Ich weiß es nicht, sind alles nur Mutmaßungen, aber auf jeden Fall soll da ja zumindest an den Epics was rumgeschraubt werden, so, laut der Aussage. Und ja, eventuell, wenn es in Bezug auf den Arena Manager ist, kann es eigentlich nur gut werden. So, ne? Wir werden uns auf jeden Fall überraschen lassen, was da die kommenden Tage noch auf uns zukommt. Da wollte ich euch auf jeden Fall nur mal drüber informieren, dass da irgendwie was im Hintergrund ja, im Gange sein muss, ja, sozusagen. Ja, wir gucken auf ja, Shakes and Fidget jetzt rauf hier, um mal ein bisschen zur Thematik zu kommen. Das Ding ist ja auch, ich hatte ja auch gesagt, ich werde nicht wieder Epic Event spielen, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist. Wenn sich da natürlich was ändern sollte, dann ist da meine Meinung natürlich wieder anders zu. Ne? Dann werde ich natürlich auch Epic Event spielen, aber so wie es halt jetzt ist es halt ziemlich wack, sag ich mal, auch wenn ich nicht sehr viele Versuche gestern gemacht habe. Das waren nicht viele Tries, aber man hat halt gesehen, wo die Reise hingeht. So, ne? Also die
Chance, die man da hat auf ein Item, was man wirklich möchte, ist halt ziemlich gering im Vergleich zu vorher, was die Pilzkosten natürlich immens in die Höhe steigen lässt und da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf, ja, und das Problem ist aber, dass das sich ein bisschen beißt mit dem Arena-Manager, weil ich mich ja dafür entschlossen habe, den Arena-Manager zu platinieren. Heißt, ich habe mich dafür entschlossen, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um das Ding hier gut durchzudrücken. So, endlich mal nach langer Zeit, ja. Und dann spiele ich halt kein Epic-Event mehr, was im Prinzip keinen Sinn macht. Wenn ich hier schon viel Geld reingesteckt habe, bin ich quasi mehr oder weniger committed dazu, auch hier viel Geld reinzustecken. Ja, war mir eigentlich im Vorhinein auch schon klar, aber ich denke mir dann so, ich bekomme ja ab und zu mal auch epische Gegenstände abseits vom Epic-Event so und es ist halt trotzdem, also ich weiß nicht, dass das Geld ist es trotzdem natürlich nicht wert, hier so viel Geld in den Arena-Manager reinzustecken. Es kommt drauf an, was man halt für Ziele hat. So, ne? Ich meine, die Prozente auf den Items, die hat man relativ schnell erreicht, aber der Waffenschaden zum Beispiel oder der Runenschaden auf der Waffe, das dauert Ewigkeiten. Das dauert Ewigkeiten, bis man da mal ans Maximum rangekommen ist, bis man wirklich so den Maximalwert erreicht hat. Und deswegen ist es nicht unbedingt so schlimm, sage ich mal, wenn man jetzt den Arena-Manager durchgebaut hat hier, also platiniert hat und dann jetzt nicht wie ein Verrückter jetzt hier auch noch reinpilzt. Ich werde das hier trotzdem noch einigermaßen sinnig angehen lassen. Ja, und werde dann gucken, wie ich das dann in nächster Zeit in Hand haben werde. Und vor allen Dingen, das Ding ist, mit den Informationen, die wir jetzt haben und mit den Hinweisen, die uns gegeben worden sind, möchte ich es auch nicht riskieren, vor dem Geburtstagsevent großartig viele Pilze auszugeben beim Blättern hier. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp, den man sich vielleicht noch zu Herzen nehmen könnte. Ist aber nur reine Spekulation, weil wir wissen nicht, was noch auf uns zukommen wird. So, das Ding ist, wenn ich jetzt irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Pilze für ein neues Equipment ausgebe, damit ich mein perfektes Equipment habe, nach meinen Traumvorstellungen, was so viel Pilze auch durchaus kosten kann, am Epic-Event auch, mit den perfekten Bonis drauf, mit den perfekten Runen und so weiter und so fort. Das braucht auch so viel Pilze, wenn man das jetzt machen will. Und nachher beiße ich mir aber in den Arsch, wenn ich jetzt schon weiß, irgendwas wird an den Epics rumgeschraubt. Es beschweren sich viele Leute in der Shakes & Fidget-Szene, dass das so nicht weitergehen kann. Ja? Und dann wird da irgendwas im kommenden Update dran rumgeschraubt, was das Blättern und die Anzahl der Pilze so krass minimieren könnte, ja, dass man halt sich jetzt eher das Blättern sparen sollte und lieber warten sollte bis nach dem Update, was denn zum Geburtstag auf uns zukommt, ja. Es könnte ja gut sein, dass jetzt, stellt euch mal vor, ihr blättert jetzt euch euer perfektes Equipment und ich hatte auch bei einem in den Kommentaren gestern gelesen gehabt, dass der sich sein Equipment für 4.000, 5.000 Pilze erblättert hat. So, und jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt wirklich irgendein Update, wo man die Runen von den Items trennen kann oder wo die Runen schon nicht mehr drauf sind auf den Items hier im Shop und man kann die dann manuell drauf machen. Was glaubt ihr, wie viel Pilze ihr euch dadurch spart? Ja, weil ihr einfach einen Random-Faktor von diesen Items wegnehmt, die perfekte Rune mit dem perfekten Item zusammen zu bekommen, ja, und das im Nachhinein manuell auf das Item eurer Wunschvorstellung raufklatschen könnt. Da spart ihr euch so viele Pilze und ich möchte jetzt nicht riskieren, so viele Pilze hier zu wasten, mehr oder weniger. Und dann nachher vielleicht enttäuscht werden, wenn jetzt doch irgendwie so ein Update kommt, wo dann mehr oder weniger man sich die Runen dann selbst aussuchen könnte. Also wie gesagt, ich werde da auf jeden Fall abwarten, was da kommt und würde euch auch den Tipp geben, dass ihr das macht so. Ist natürlich, ich weiß natürlich, es ist natürlich nur rein spekulativ. Ich kann euch nicht sagen, ob es stimmt oder nicht, aber das ist jetzt nur mal so meine objektive Meinung dazu und ich bin gespannt, was da wie gesagt auf uns zukommen wird und kann euch nur sagen, vielleicht solltet ihr noch
ein bisschen warten mit dem Epic-Event, nicht alles jetzt ausgeben auf einmal und vielleicht bis zum nächsten großen Update warten. Mal sehen, wir haben auf jeden Fall Hinweise darauf bekommen, dass da was in der Mache ist. So, und ja, vielleicht ist das sogar eine gute Sache und dann kann man danach auch wieder in Ruhe oder ich sag mal, ein angenehmeres Epic-Event spielen, als wie es jetzt halt der Fall ist. So, ne? Ja, das war es von mir soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, falls es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.